dann sollte man sich im Alltag auch bewusst machen, ähm, in so einem Teebeutel dann, die Blätter schwimmen nicht frei, sie sind ein bisschen Ja, eingeengt. Es wird nie die Aromaerfahrung sein, wie man die bei dem losen Blatt hat. Insofern würde ich da jetzt sagen, das ist ein Teemythos, wo man sagen kann, naja, verteufeln muss man es nicht, dann ist man vielleicht ein bisschen arg snobby ja, unterwegs, aber es gibt auf jeden Fall einen Grund, warum wir empfehlen, eigentlich Tee lose ja. schwimmend zuzubereiten. Und alternativ kann man ja auch immer diese Teekannen nehmen, diese kleinen mit Teesieb obendran, ne? Wo es man quasi im alte Opa-Style trinkt, Ja. Grandpa-Style, Laurentar. Und dann den Tee immer wieder Hm. aufgießen. Das ist auch eine schöne Möglichkeit. Denn auch eins, was mir auf der Seele liegt, du sagtest zwar, dass Tees sehr schnell bitter werden, aber der Bitterstoff ist nicht das gleiche wie halt ein Rucola-Bitter. Mhm. Also es ist nicht das, was dir so richtig den Mund zusammenzieht. Wenn es dir den Mund so richtig ganz krass zusammenzieht, dann stimmt auch hier was mit dem Tee nicht, sondern es ist eher so eine süße, bittere. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist es nicht. Ein richtig guter grüner Tee, der wird eigentlich nicht bitter. Also dieses Rucola bitter. Ne, der hat nicht. Und wenn ich mir so ein Gunpowder Oolong, den billigsten aus dem Asialaden, zubereite, dann ist er bitter. Das ist bitter für mich. Das ist so wirklich etwas, was mir die Schuhe auszieht. Ja. Es Das, ist eine andere Art von Bitterkeit. Es gibt auch ja, dieses eine Teebuch, wie heißt das? Ach, nicht allerliebe Bitterkeit, es gibt ein Teebuch, das hat im Titel tatsächlich Bitterkeit drin, aber im Sinne von positiv. Ne? ja, Es ist natürlich auch eine Gewöhnungssache. Wenn ich viel Tee trinke, lerne ich ja überhaupt auch erst Aromen und Geschmack im Tee zu ja, identifizieren, zu schätzen, auch in Worte zu fassen. Das ist was, wo ich ja, traditionell ganz schlecht drin bin. Mein erster Mentor im Tee, der Michael Graf damals in Berlin, der war so jemand, den kannst du hinsetzen. Jemin, du bist auch so eine. Wenn ich dir einen Tee gebe, du sagst mir sofort, ach, das ist ne, das und das und das, danach erinnert mich das. Ich brauche da Zeit für, dann liege ich mal erst falsch, dann, ne? Also, ähm, so ist es mit der Bitterkeit, mit den Geschmacksnoten auch. Wenn ich sage, da ist eine Süße drin im Tee, eine feine Aminosäurensüße, denken natürlich viele Menschen, ja, das schmeckt doch nicht süß. Natürlich ist es keine Süße wie vom Zucker. Es ist eine leichte, milde, oft von Aminosäuren im Tee ja, getragene Süße. Und so ist ja, es mit der Bitterkeit auch. Das geht von einer leichten, milden Bitterkeit und ja, zugegeben, wenn ich einen japanischen Sencha, ähm, der jetzt nicht irgendwie beschattet worden ist, der hat schon kräftig Katechin und durch das Dämpfen sind die auch nochmal anders aufgeschlossen als bei chinesischem Tee. Wenn ich den jetzt mit kochendem Wasser aufgieße, dann kommt da schon kräftig Bitterkeit raus. Aber, wie Jemin gerade sagte, ähm, es ist trotzdem nicht du hast, glaube ich, gesagt, Rucola-Bitterkeit. Ne? ja, Ja, ne? ja, Also es ja, ist eine Bitterkeit, die ich persönlich sehr, sehr schätze und ja. die ich bewusst auch teilweise aus dem Tee rauskitzel. Ja, also Bitterstoffe, das hat mal letztens jemand gesagt, Bitterstoffe für ein süßes Leben auf lange Zeit. Kann man ja beim Tee trinken tatsächlich sagen. Also Ich klopfe mal auf Eichenholz hier, ja. wer regelmäßig Tee trinkt, tut seiner Gesundheit was Gutes. Und wer viel Süße isst, hat später eher ein bitteres Leben. Also kann man ja so ein bisschen in Relation setzen. Wobei natürlich dann im Zweifelsfall wir wahrscheinlich empfehlen würden, also wir machen hier keine Gesundheitsberatung, dürfen wir gar nicht, aber wir würden wahrscheinlich sagen, dann lieber mal beraten lassen im Teehandel oder bei den Teeexpertinnen deines Vertrauens einen Tee, der vielleicht eine intensivere, feine Süße hat. Es gibt Tees, da ist durchaus, da denkt man, Mensch, das ist ja schon ja, also da würde ich jetzt zum Beispiel dann an Tees denken im Japanischen, die beschattet sind, die haben besonders viel Aminosäuren. Es gibt Oolong-Tees, die haben eine fruchtige Note. Emin, dir fallen, glaube ich, jetzt wahrscheinlich noch viel mehr ein. Ne? 1000 Ja, Tees. Es gibt für jeden Geschmack, glaube ich, einen Tee, wo man sagen kann, egal was du magst, ob es Kaffee ist, ob es Tomatenmark aus der Tube ist, mache ich übrigens manchmal. Es gibt Tees, ob du Schokolade magst. oh Es ja, gibt ganz. Tees, die das ganz natürlich widerspiegeln, weil da Aromakomponenten drin sind, die, wenn man in die Chemie reingeht, also jetzt nicht in die Kunst, sondern in die Kunstchemie, sondern wirklich auf chemischem Level, sind da eben Aromastoffe drin, die
chemisch identisch sind mit zum Beispiel dann dem Aromastoff, der im Kakao für uns dann an Schokolade erinnert und der dann im Je Tee dunkler die uns das Tees ausspricht. werden, Theobromin ist in beiden zum Beispiel So, drin. ja. Das ist ein sehr, sehr spannender Stoff. Da kann man wirklich, also könnten wir jetzt in die Chemie reingehen. Das Können wir ist, jetzt da rein eingehen? ich war in der Schule so miserabel in Chemie, aber je Ja, mehr ich mich mit Tee auseinandersetze, umso mehr tauche ich da in die Tiefe, umso mehr will ich das wirklich wissen, warum wirken diese Stoffe so. Ein ja, dunkler Pu'er-Tee, das ist übrigens auch der Grund, warum der so runterholt, weil er unglaublich viel Theobromin drin hat. Das merkst du auch so, diese leichte, süße, schokoladige Note ist auch sehr, sehr oft drin. Na gut, aber ich habe hier so abschließend, also hier meinen letzten ja. Mythos, der ist auch noch, der ist schön. Der ist ganz, ganz schön. Und zwar Tees von Affen gepflückt. Ach, Affengepflückter Tee. Nennt man den dann Flugtee? Ich weiß es nicht. der heißt auch tatsächlich, im Englischen wird der auch vermarktet wirklich als Monkey Picked, ne? Monkey Pick. Monkey Picked Monkey Tee. Ja, ja. Pick Tea, das ist, Und dann gibt es Videos davon, die kursieren, wie die Affen angeblich den Tee pflücken. ja, und das ist ganz schön und das kursiert auch schon seit Ewigkeiten. Oh, ich muss ja nur mal tief durchatmen und relaxen, weil das ist auch wieder sowas, was abgeschrieben ist. So, auch hier würde ich wieder gerne herleiten und mir mal so einen Affen angucken. Also ich weiß damals, du kannst Affen dressieren, das kannst du machen. Du kannst Affen wahrscheinlich sogar zum Teepflücken dressieren. Aber wenn du dir die Tees anguckst, die sind super fein. Das sind ganz, ganz hochqualitative Tees meistens oder sehr feine Tees. Einen Affen hinzukriegen, dass der so fein die Tees pflückt und dann hinter sich in den Korb schmeißt. Come on, Leute. Kommt. Also der springt vielleicht noch hoch, der pflückt dir 2 Blätter, rupft die raus, aber Die er raus, wird ja. sie nicht Ja, fein pflücken. Also hier auch definitiv würde ich einen riesen Fail ja. draufdrücken, jetzt so ein Stempel. Funktioniert nicht. Zumal Aber es ist schön gemacht. ich weiß gar nicht, wie Fingernägel von Affen sind, Weiß ich auch ne? nicht. Weil zum Teepflücken ja auch so ein bisschen wirklich Feingefühl dazu gehört. Also allein schon Menschen dazu zu bringen, Ja. wenn sie das nicht gelernt haben, Tee angemessen zu pflücken, ist ja eine Ich, Kunst für sich. Also wenn man mich jetzt aufs Feld stellen würde und sagt, pflück mal den Tee, dann wäre das Ergebnis wahrscheinlich ungefähr so, wie wenn man wirklich Affen den pflücken Nun lassen muss würde. man dazu sagen, dass ja auch, und das ist übrigens auch ein schöner Mythos oder auch etwas, was ich jetzt noch reinschmeißen will, Tee in Metalldosen lagern. Mhm. Also so rein platt in die Metalldosen lagern. Der Tee reagiert mit der Metalldose. Und genauso ist es beim Pflücken. Deswegen darauf will ich hinaus. Je länger du den Tee in der Hand hältst, du knippst den ja ab. Du hast ja unten hier so eine Bruchstelle. Und dadurch verändert sich der Tee. Dadurch es wird ja ein Otto-Normalverbraucher jetzt nicht schmecken. Aber feine Zungen können das schmecken und die merken das. Und je länger du den in der Hand hältst, je mehr reagiert der Tee oder das Teeblatt auch mit der Hand und mit dem Menschen und ist dann teilweise tatsächlich nicht mehr Mhm. genießbar. Ja. Deswegen Affen, gepflückter Tee, schwierig. Wo wir aber bei der Metalldose gerade waren, dann werfe ich dazu noch ein, in der Dose sowieso. Es gibt Tees, die kann man sehr gut auch in einer großen Dose lagern. Denen Ja. macht das gar nichts, auch wenn da viel Luft und wenig Tee drin ist. Denen macht das nichts. Aber wir hatten das eben beim Grüntee, ne? Bitte nicht in der Eisengießkanne kaputt brühen. Und gerade empfindliche Grüntees oder Tees, die möglichst luftdicht gelagert werden sollten, da gibt's einige von, Ja. idealerweise nicht in der Dose lagern, möglichst am besten auch nicht in einer kleinen, wenn je weniger Tee nachher drin ist, wenn du den Tee trinkst, desto mehr Luft ist nachher drin. Und dann ist im Prinzip der Effekt immer noch besser, als ihn so offen zu lagern. Aber es gibt Tees, die man idealerweise gar nicht in Dosen lagern sollte oder zumindest dann die Dose als Dekoration außen drum, aber dann in einer Tüte, die man schön Ja. zurollt und möglichst Ja, die Luft so mache ich rauskriegt. das Ja? meistens tatsächlich. Also, ja, so wird er bei mir gelagert. Ja, einen habe ich noch, mein Ein, vierter. Ich habe es eben schon kurz angerissen, das Thema Koffein. Ich habe mir hm. aufgeschrieben, Tein. Ah, Ne, das schön. heißt, das Tee hat ja kein Koffein, Tee hat Tein. Und das ist was anderes. Ja, Völlig anderes. was ganz anderes. Und ich habe gehört, weißer Tee hat ja sowieso auch gar kein Koffein und diesen Komplex mal so ein bisschen. Ja, also, ähm,
Die gute Nachricht oder schlechte Nachricht, je nachdem, wie man es möchte, Tee hat Koffein und zwar reichlich. Die Frage, wie viel, hängt von ganz, ganz, ganz vielen Faktoren ab. Insofern, es pauschal zu sagen, halte ich persönlich für sehr schwierig. Fangen wir mal ganz von vorne an. Was ist Koffein im Tee? Ist das Tein? Ist das Koffein? Kurz, Koffein würde ich immer empfehlen zu sagen. Tein ist so die etwas veraltete, eigentlich heute Begrifflichkeit dafür oder Bezeichnung Auch für so eine das Koffein im Kombination, Tee. ne? Thein könnte man vielleicht sagen, weil ja, wir haben ja dieses Theanin Wir haben und das Theanin, genau, die Aminosäure. Führt dann natürlich auch zur Verwechslung. Auch ein Punkt, warum ich sage, sag lieber Koffein. Chemisch ist es ein und dasselbe als Rohsubstanz. Also Koffein ist in seiner Reinform eine trockene, eine weiße, pulvrige, geruchslose Substanz. Die ist im Kaffee drin, die ist im Tee drin, die ist im Matestrauch drin in Guayusa, Südamerika. genau. Und welches hast du noch gesagt? Guayusa. Ja, so, Guayusa zum Beispiel auch. Sie ist begrenzt auch in der Kakaopflanze, glaube ich, drin. Ne? Ja, Auch, ja, ja, ja. auch Aber Kakao, recht wenig. recht wenig, ne? Aber auch es kommt auch drin vor ein bisschen. Ja. Aber eben in all diesen Pflanzen unterschiedlich gebunden. Und der Unterschied zwischen Koffein im Kaffee und Koffein im Tee ist, dass das Koffein im Kaffee eher an Säuren gebunden ist und Mhm. damit im Körper schneller verfügbar ist. Man spricht, ne, also das wird im Rahmen der Verdauung, die Bioverfügbarkeit ist höher oder schneller. Und das heißt, deswegen, so wirkt Kaffee oft auf mich, wenn ich so einen Espresso trinke, so einen starken, dann hat man diesen Koffeinkick und wird Mhm. auch ein bisschen zappelig. Es gibt auch so ein paar Tees, die machen mich ein bisschen zappelig, die vermeide ich dann meistens. Mhm. Aber das Koffein im Tee ist an Polyphenole gebunden, an Gerbstoffe gebunden und wird im Körper langsamer freigesetzt. Das Ja, heißt, es kann genauso viel Koffein drin sein, aber es schleicht sich so ein bisschen langsamer ein, so würde ich meine Erfahrung beschreiben, und hält dann aber auch im ja, Umkehrschluss länger an. Das heißt, ich habe wieder nicht diesen aggressiven Kick und dann ist es plötzlich wieder weg und dann muss ich wieder nach, sondern ja. es ist eine harmonischere Koffeinwirkung. Das ist so der Unterschied, den ich beschreiben würde. Chemisch Koffein, ein und dieselbe Substanz in der Reinform. Insofern würde ich sagen, lasst uns Koffein nennen. Einfach auch deswegen, weil man es schon dann nicht verwechselt. Tein und Ja, Theanin, das mit dem A dazwischen. Theanin ist was ganz anderes. Das ist die Aminosäure Theanin, die wir eben ja, schon kurz angerissen haben. Eine Aminosäure, von der man weiß, glaubt, nachgewiesen hat, dass es in der Lage ist, die Blut-Hirn-Schranke zu durchschreiten, also die so ein bisschen unser Gehirn davor schützt, wenn irgendwie, wenn wir eine Blutvergiftung haben, zum Beispiel, dass da was direkt ans Gehirn kommt. Die kann das Theanin wohl durchschreiten und hat wohl einen, wenn die Forschenden einem so diese Pfropfen da aufs Gehirn setzen, dann kann man dann da wohl messen, dass es einen erhöhten Alpha-Wellenausstoß hat. ja, Und Alpha-Wellenausstoß ist was ganz Wissenschaftliches tatsächlich. Das ist nämlich was, wenn man allein schon die Augen zumacht, also Eindrücke, Sinneseindrücke vermindert, produziert das Gehirn mehr Alpha-Wellen. Das heißt also, erhöhter Alpha-Wellenausstoß hat was mit Ausgeglichenheitsberuhigungszuständen anscheinend zu tun. Und ja. das macht es beim Tee so spannend, dass ich, jetzt hätte ich fast selber Tein gesagt, dass ich Koffein habe einerseits, das mich anregt, und Mhm. Theanin, diese Aminosäure, die das auch so ein bisschen ausgleicht und dann, ich glaube, wir würden sagen, oder ich sage gerne so, der Tee-Effekt, oder wenn man so ein bisschen, Ja, falsche Begrifflichkeit dafür, aber ich sage es gerne so ein bisschen platt, dann ist man so ganz zen, also wirklich so ja. hellwach, konzentriert, fokussiert. Und das habe ich persönlich beim Kaffee nicht, weil da dominiert eben das Koffein. Ja, und ich sage immer ganz gerne, dass Koffein und Theanin, das sind so ein bisschen so die Gegenspieler, Mhm. die sich so ein bisschen, ne, die sich so ein bisschen runterregeln. Also ich Ja, würde sagen, das Theanin, das deckelt so das ja. Koffein, dass es nicht so schnell Ja. reingeht. Also das ist schon ganz spannend. Also ja, super. Ja, ich bin bei Super. Yin und Yang nicht so ganz drin, aber ich stelle mir Ja, auch Koffein und Theanin fast schon so, ne, die ja, tänzeln so umeinander rum und der eine sagt, ja, Mensch, ich reg den jetzt an, der andere sagt, nee, ich hole die jetzt ein bisschen runter, ne, und gleich so ein bisschen aus und das macht, glaube ich, Tee auch spannend. Auch ein Grund, warum man sagen kann, ich trinke Tee, weil er mir ja, schmeckt, weil ich sage, ich merke, das macht irgendwas mit mir, was sich gut anfühlt. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir alle Tee trinken und jeder dieser Gründe kann legitim sein und man kann sich eine Kombination aus all diesen Gründen machen. ja, finde ich schön. Koffein wird auch oft als böse genannt. Sehe ich nicht ganz so. Also natürlich darfst du mit Koffein vorsichtig sein. Wenn du hochsensibel bist, so wie ich, dann solltest du aufpassen, dass du ab einer bestimmten Zeit halt kein Koffein mehr trinkst. Dass du sagst, okay, ab 15 Uhr ist bei mir persönlich Schluss, dass ich kein Koffein mehr zu mir nehme.
Und aber grundsätzlich ist Koffein nicht nur etwas, was dich anregt, sondern eben auch in deiner Dosis, was dich heilen kann. Von Ja, daher, Koffein, das würde ich ganz gerne nochmal sagen, ist nicht der Bad Player, ja. sondern die Dosis macht das Gift. Dosis macht das Gift und natürlich gewöhnt man sich an Koffein. Also Koffein ist schon eine Droge in dem Sinne, dass es einen Gewöhnungseffekt gibt. Ja, Das Koffein dockt ja an den Koffeinrezeptoren im Körper an. Und wenn ich viel Koffein trinke, dann gewöhnen die sich daran. Dann ja. bleiben die auch teilweise länger besetzt. Das heißt dann einerseits kann ich vielleicht mehr Tee trinken oder Kaffee oder koffeinhaltige Mhm. Getränke, ohne dass ich es so stark merke. Ne? Also eine gewisse Toleranz stellt sich ein. Und andererseits, ich vermute, Jeming, du kannst da auch von berichten. Ich persönlich, wenn ich viel Tee durch meinen Körper durchlaufen habe und dann von einem Tag auf den anderen sage, so, ich bin jetzt mal übers Wochenende weg und nehme keinen Tee mit, Mhm. dann habe ich schon das ein oder andere Mal erlebt, dass ich einen richtig heftigen Kopfschmerz Ja, kriege, ja, migräneartig, also wirklich klassisch, ja, was man sagen könnte, Entzugserscheinung. Ne? ja. Insofern wäre, wäre wahrscheinlich so, wie ich es mache, ist, nicht übertreiben, ein bisschen drauf achten vielleicht. Auch hier wieder Disclaimer, keine Gesundheitsberatung, nicht zu Hause nachmachen, aber ich persönlich achte darauf, ausgewogen zu trinken und es nicht zu übertreiben. Zumindest nicht, wenn ich sage, Mensch, ich will jetzt mal irgendwie 2 Tage, 3 Tage Pause machen, ne? Weil dann, ich merke Ja. dann schon, das hat dann auch einen Nebeneffekt, das wegzulassen. Ja, also auch Tee darf in Maßen getrunken werden. Deswegen ist ja die Teezeremonie so schön. Ne? Deswegen ist ja dieses Teesetting so schön, weil du gibst den Ganzen einen Rahmen. Du trinkst einen Tee sehr, sehr lange. Auch hier ein spannender Punkt ist, dass wenn du so ein bisschen, wer so ein bisschen koffeinsensibel ist, wenn er die ersten 3 Aufgüsse wegkippt, dann ist da nicht mehr so viel Koffein drin. Dann kannst du auch ein bisschen relaxter, weil viele Leute sagen immer, ja, meine Kinder wollen auch, aber mit Koffein und so weiter will ich meinen Kindern nicht geben. Dann sage ich, okay, dann lass sie doch ab dem dritten Mhm. einsteigen und beobachte. Auch hier darfst du immer beobachten. Auch hier ist nicht jedes Kind gleich, nicht jeder reagiert gleich. Meine Kinder haben das im Mutterbauch mitgekriegt. Die haben Tee quasi eingeatmet. Also das ist, Ja, ja, die sind da drin ja. geschwommen, ne? Aber nicht jedes Kind gleich und nicht jeder Tee gleich. Und man muss, glaube ich, auch vielleicht, oder ich würde dazu noch einwerfen, auch nicht jeder Tee ist gleich. Es gibt Tees, die haben mehr Koffein, es gibt Tees, die haben weniger Koffein. Und das hat damit zu tun, wo kommt das Koffein in der Pflanze vor Ja, und was macht die Pflanze damit? Warum hat die überhaupt ja, Koffein? Und Koffein ist wie einige Bestandteile der Teepflanze, Katechine zum Beispiel, die produziert die Teepflanze, um sich vor der Sonne zu schützen. ja. Deswegen haben Tees, die unter der Sonne wachsen, viel Katechine und Bitterstoffe. Koffein ist ein Stoff, den reichern Pflanzen allgemein, auch die Kaffeepflanze, auch die Matepflanze und so weiter, reichern die an in empfindlichen Bestandteilen, weil sie sich davor vor Fressfeinden, dadurch vor Fressfeinden und Krankheiten auch schützen. Das heißt, besonders viel Koffein ist, jetzt wird es interessant, in jungen Trieben im Frühjahr, in Blattknospen, also in den empfindlichsten Stellen. Ja, Deswegen gibt es in zum den frischen Beispiel, Tees ne, halt auch, in ne? den frischen Tees. Und das kann Weißtee sein, das kann Grüntee sein, das kann auch verarbeiteter Schwarztee sein. Wenn ich einen schönen Schwarztee, reine Blattknospen habe, durch die Verarbeitung, durch diese Oxidation vom grünen zum schwarzen Tee, je nach Verarbeitung, wenn der jetzt geröstet wird dabei noch oder irgendwas, kann das den Koffeingehalt beeinflussen. Aber wenn ich nur sage, ich mache jetzt aus einem grünen Blattknospentee einen schwarzen Blattknospentee, muss das nicht heißen, dass der Schwarztee irgendwie weniger Koffein hat. Im Gegenteil, es kann sein, dass ich merke, oh, der haut ja trotzdem ja richtig rein. Und Weißtee sowieso auch gepflückt, gewelkt, getrocknet. Da ist kräftig Koffein drin, kann man von ausgehen, wenn man Blattknospentee hat. Wenn Ja. man was möchte mit ein bisschen weniger, bei Mudan, ne, hat 2 Blätter, eine Knospe, da ist auch, aber dann ist es nicht der reine Blattknospentee. Aber Koffein ist drin. Man schmeckt's auch. Also Ja. ich weiß noch, ich hatte eine Gegebenheit in China, wo ich so 3 Tees durchprobieren konnte. So wirklich, wir haben den Meister dort irgendwie auf dem Berg gefunden, wie man sich so klassisch vorstellt. Und der freute sich dann, dass da jetzt ein Europäer vor der Tür steht. Ich habe auch noch irgendwo ein Bild, der ging mir hier bis so bis dahin. Das war ganz süß, seine Frau noch kleiner. Und der zeigt uns dann seinen ersten Tee. Und dann sage ich, na, oh, ist ja schon okay, aber was ist jetzt denn? Und es ging dann so 3-mal dieses Spielchen, dass ich sagte, na, wie sieht's denn? Und dann kam er wirklich mit einer ganz kleinen Dose, wo er den Tee für sich gesammelt hatte. Und da waren nur die obersten Stoffen drin, also die obersten Spitzen drin, wirklich die obersten. Und ja, das hat man dann auch Hm. geschmeckt. Also es wirkt dann bitterer.
Also der war wirklich sehr bitter, aber auch sehr fein. Also es war Ja. ganz spannende Ja. Kombination. Haben wir denn vielleicht jetzt, weil du hast eben schon die Leute genannt, die vielleicht sagen, sie sind sensibel und möchten ein bisschen darauf achten. Haben wir ein paar Tipps, wo man sagen kann, wenn ich gern viel Tee trinken möchte, aber ich möchte ein bisschen aufs Koffein achten? Ich hätte so ein, zwei Ideen, wo ich sagen würde, und wie gesagt, wie viel Koffein in der Tasse landet, das ist ja noch eine ganz andere Frage, Ja, ne? Also in der ja, Pflanze ja. drin, achten ein bisschen drauf, viel Blattknospen wird wahrscheinlich heißen, hat viel Koffein. Aber wie viel in der Tasse landet, Hm. würde ich persönlich sagen, das pauschal zu sagen, hat halb so viel, hat doppelt so viel wie Kaffee, halte ich immer für relativ unseriös. Es hat damit zu tun, wie viel Teeblätter dosierst du, Ja, wie lange lässt du ziehen, mit welcher Temperatur. Und ja, das kann man im Prinzip jede der 100.000 ja, Millionen Tassen Tee, die jeden Tag auf der Welt zubereitet werden, wird wahrscheinlich einen unterschiedlichen Gehalt haben. Wenn man jetzt nicht unbedingt sagt, ich schicke das jetzt jedes Mal die Tasse ins Labor ein oder habe was zu Hause, mein Kit und prüfe das, kann man es nur sehr pauschal sagen. Aber ich glaube, wir haben ein, zwei Tipps, wo wir sagen können, das sind so erfahrungsgemäß Tees, die jetzt nicht ganz so reinhauen. Wir haben ja Schupoa schon ja. genannt. Den haben wir schon genannt, also der haut nicht so rein. Was ich auch ganz gut mag, ist einen Choumei, einen gealterten Tee. Der hat halt große Blätter, der ist halt ist ein weißer Tee, mit dem kann ich ganz gut. Und worauf ich abends auch noch trinken kann, sind GABA-Oolongs. Mhm. Also GABA ist ja auch nochmal Gamma-Aminobutersäuren, ist ja auch ähnlich wie Koffein, ein Neurotransmitter, was dir hilft, so ein bisschen runterzufahren, dein System. So ist Mhm. in vielen Chill-Produkten gerade hier drin. Ne? Das wird gerade richtig gehypt. Aber so ein GABA-Oolong ist tatsächlich etwas, was mir auch noch hilft, was ich wirklich durchgehend eigentlich Mhm. trinken kann, was mich nicht zu sehr aufregt. Wie Mhm. gesagt, hochsensibel, ne? Ja. Ich hätte den Tipp noch, ich habe ja gesagt, Koffein besonders in empfindlichen Ja. Bestandteilen, weil die Teepflanze sich damit verteidigt und schützt. Kukicha, Cookie-Cha. ne, japanischer Tee. Cookie sind tatsächlich die Stängel der Teepflanze. Ja, Das heißt, Kukicha heißt wirklich übersetzt Stängeltee. So kann man den ja, auch finden, wenn man den sucht. Und die Stängel sind halt dafür, die sind so ein bisschen verholzt, je nachdem, ne? Die sind auf jeden Fall robuster als Blätter ja, und auf jeden Fall als Blattknospen. Und da reichert die Teepflanze ein bisschen weniger Koffein. Das ist kein koffeinfreier Tee, aber ja, der hat auf natürliche Art ein bisschen weniger Koffein, ein bisschen ja, harmloser. Ne? Genau. Und ja, dann gibt es sogar noch eine geröstete Variante davon, also japanischer Tee, der heißt dann Hojicha. Und wenn ja, der dann aus Stängeln hergestellt ist, also man könnte sagen Cookie Hojicha, dann ist der aus Stängeln und geröstet. Da geht dann auch noch mal ein bisschen Koffein bei verloren. ja, Das wäre was man vielleicht noch mal ja. versuchen möchte. Ja, schön. Da haben wir aber heute hier ordentlich aufgeräumt, Thomas. Haben wir mal so ein paar gesammelt, oder? Ja, ich glaube, wir kriegen da bestimmt noch einen Teil 2 Ja, mit. ich glaube Das auch. wird auf jeden Fall lustig. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann lass uns mal deinen Daumen nach oben da und kommentier mal unten, ob du hier noch mehr Teemythen sehen willst, ob dir das gefallen hat, weil dann suchen wir noch ein bisschen. Also eigentlich brauchen wir nicht viel suchen, ich werde was finden. Das dauert. Wie lange haben unsere Teemythen gedauert? Das war wirklich so ein Hin und Her, so ein Ja, Ping-Pong-Spiel. ja, das ging so schnell. Ja, Aber lasst uns gerne auch in den Kommentaren wissen, was sind Teemythen, die ihr noch so habt. Wir haben ja jetzt nur so ein paar ja, hier mal, die uns so immer begleiten. Teilt gerne mit uns eure Lieblingsteemythen oder Fragen, die ihr habt rund um Tee. ja. Einen Faktencheck, den wir vielleicht mal für euch machen sollen. Ähm, Was unglaubwürdig klingt zum Beispiel. Vielleicht können wir da ja, mal dann wieder ein bisschen ja. aufräumen, damit das Jemin hier lässt ihre Kontakte spielen und erforscht das mal und wir kriegen das für euch raus, was telefonieren wir dahinter mal mit steckt. China. Oder das wäre mal wieder ein Besuch wert. Naja, es wird Plan für kommen. nächstes Jahr, Teeernte und wir machen Faktencheck vor Ort. Ja, so machen wir So das. machen wir das.